Eine der einfachsten Strategien für Anfänger. Diese Strategie hat mir geholfen, am Anfang gutes Geld zu verdienen. Sie sind auf Sophia Trade Kanal. Los geht's! Freunde, hallo an alle. In diesem Video werden wir unser Depot mit einer Strategie eines der erfolgreichsten Wall Street Händler erhöhen. Ich habe ein separates Video über den Erfolg dieses Händlers, aber in diesem speziellen Video werden wir versuchen, unsere Einlage von $500 auf mehrere tausend Dollar zu erhöhen. Und zwar mit genau dieser Strategie. Ich werde den Sinn dieser Strategie im Detail erklären. Wir werden die Strategie in der Praxis anwenden und ich werde auch ein paar Ratschläge für Anfänger geben, die damit ihre Chancen auf eine große Menge an profitablen Geschäften effektiv erhöhen können. Im Grunde genommen ist diese Strategie ziemlich klassisch, aber sie hat einige Eigenheiten. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an und man sollte nie einige wichtige Details außer Acht lassen. So, jetzt wird das erste Geschäft eröffnet. Heute werden wir zwei Indikatoren verwenden, zwei Mittellinien des geleiteten Durchschnitts, des Moving Average. Ihre Einstellungen sind nicht standardmäßig, also warten wir 5 Sekunden, bis das Geschäft geschlossen ist und ich erkläre Ihnen, was und wie wir heute verwenden werden. Also wir erhalten unseren Nettogewinn. Nun öffnen wir das Indikatormenü und klicken zweimal auf den Indikator Moving Average. Die erste Periode des Indikators ist 11 und ganz wichtig, hier schalten wir den Indikatortyp auf EMA um. Wir können diese Linie dicker machen und sie zum Beispiel weiß machen. Die Periode des zweiten Indikators ist 56 und der Indikatortyp ist notwendigerweise auch EMA. Es ist sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und ich mache den Indikator dicker und die Farbe wird rot sein. Auf diese Weise verstehen wir, dass wir den schnellen Indikator und den langsamen Indikator haben. Wenn Sie die Indikatoren kreuzen, ist es ein Signal für den Einstieg. Natürlich können wir die rote Linie als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau verwenden, von dem der Grafik abprallen kann. Aber heute werden wir hauptsächlich mit Schnittelpunkten handeln. Wie sieht es also im Allgemeinen aus? Diese Strategie hat eine wichtige Besonderheit. Wenn Sie mein Video gesehen haben, das dem Erfolg des Händlers gewidmet ist, der mit dieser Strategie ein riesiges Vermögen aufgebaut hat, dann wissen Sie, dass der Hauptpunkt der Strategie darin besteht, nur nach oben zu handeln. Diese Strategie funktioniert sowohl mit großen als auch mit langen Geschäften, sowohl bei fallenden als auch bei steigenden Kursen. Aber sie zeigt besonders coole Ergebnisse, wenn wir die nach oben Geschäfte wählen. Geschäfte für Steigende. Das ist eine Besonderheit, die schon seit Jahrzehnten erprobt wird. Edward Seekotter ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Wall Street Händler der Geschichte. Und sein Erfolg bestätigt nur die Legitimität dieser Strategie. Wir können diese Strategie für den Handel mit binären Optionen verwenden, allerdings mit gewissen Nuancen. Während ich all diese erzählte, öffnete ich ein paar Geschäfte. Ich musste zusätzliche Geschäfte in der Nähe der roten Grenze abschließen. Ich verstehe, dass dieser ein ziemlich großer Zeitraum ist. Es ist eine ziemlich ernste Linie, auf die die Grafik mehrfach reagiert hat. Man kann also auf diesem Punkt Geschäfte eröffnen. Aber ich habe das nur gemacht, weil unser erstes Geschäft aus dieser Serie verloren hat. Also musste ich es kompensieren. Also kompensieren wir im Moment nur den ersten Verlust. Ich hoffe, dass wir das danach nicht mehr tun müssen. Suchen wir einfach mit dem Signal, das sich durch einen Schnittpunkt der roten und der weißen Linie bildet. Und bedenken Sie, dass die weiße Linie die rote nach oben kreuzen muss. Wir werden hier keine guten Signale erhalten. Wir müssen eine große, lange Abwärtsbewegung finden. Zum Beispiel diese hier, die in eine Aufwärtsbewegung übergehen wird. So etwas wie eine Trendwende, denn wir werden darauf setzen, dass sich der Trend ändert. Also gucken wir mal und arbeiten wir.
Also Leute, ich glaube, wir haben ein interessantes Geschäft gefunden. Wir haben eine lange sinkende Bewegung, nach der eine steigende Bewegung auftreten muss. Im Grunde genommen arbeiten wir heute mit Trendwechsel. Wie wir sehen, hat die Grafik bereits versucht, den Trend von einer Abwärts- zu einer Aufwärtsbewegung zu ändern, aber es ist fehlgeschlagen, der Kurs fiel schnell wieder nach unten. Aber ich denke, jetzt können wir versuchen, es zu riskieren. Eine weitere wichtige Sache. Da wir vorhersagen, dass der lange Abwärtstrend in einen langen Aufwärtstrend übergehen wird, können wir nicht garantieren oder vorhersagen, dass die nächste Kerze nach der Kreuzung definitiv grün sein wird. Wir wissen, dass die Grafik steigen wird, aber wann und wie vielen Kerzen dies geschehen wird, können wir nicht mit Sicherheit wissen. Wenn Sie also im Idealfall einen einminütigen Zeitrahmen für die Analyse verwenden, müssen wir mindestens einen 5 Minuten Zeitrahmen verwenden, um ein Geschäft abzuschließen. In der vorherigen Situation hatte ich Glück. Der Markt begann sofort zu steigen, aber es ist nicht garantiert, dass er eine Weile anhielt. Idealerweise sollte ich also S15 oder S30 für die Analyse verwenden. Auf diese Weise wird es eine korrektere Entscheidung sein. Da ich dieses Video für Sie mache, werde ich einen sehr kurzen Zeitrahmen verwenden, aber im realen Handel würde ich Ihnen empfehlen, eine Verfallszeit von mindestens 5 Minuten zu verwenden mit einminütigen Gästen. Das ist sehr wichtig, denn wir machen nur Vorhersage für eine anstrengende Zeitspanne, nicht für einen kurzen Moment. Behalten Sie das also im Hinterkopf. Die Verfallszeit des Deals in dieser Strategie sollte länger als eine Kerzenzeitspanne. Also, ich denke, wir werden eine weitere Kreuzung sehen. Wir werden den Markt während der Kreuzung betreten, aber es ist wichtig zu warten, bis sich die Kerze gebildet hat und die der Grafik zu fixieren. Erst dann können wir sicher einsteigen, obwohl es jetzt so aussieht, als ob wir ein bisschen zu hoch eingestiegen sind, aber wir werden sehen, welches Ergebnis wir bekommen. Im Grunde genommen besteht der Preis dieser kleinen Akkumulationszone, der Trend wechselt von fallend zu steigend, was durch den Indikator bestätigt wird. Nach der Bestätigung steigen wir nur noch mit nach oben in den Markt ein. Wie ich anfangs schon sagte, ist diese Strategie nicht nur wegen der längeren Ablaufzeit etwas Besonderes, sondern auch, weil wir ausschließlich Aufwärtssignal verwenden. Ich denke, wir werden unser Ziel, die Einzahlung zu vervielfachen, sehr bald erreichen und ich werde dann den Geldabhebungsprozess auf der Rocket Option Plattform demonstrieren. Es sind also noch etwa 5 Sekunden übrig. Das Geschäft ist nicht im besten Zustand. Das Wachstum der Grafik hat sich in diesem Moment verlangsamt, aber wir bekommen immer noch unsere $460 Nettogewinn dank dieses Signals. Ich werde ein weiteres Geschäft eröffnen, denn der Fall sieht recht ansprechend aus. Es gibt noch Raum für die Grafik zu wachsen. Nach einem so langen Fall muss zumindest eine Art von Korrektur stattfinden oder sogar eine vollständige Trendumkehr. Wenn es sich um eine Korrektur handelt, können wir die Fibonacci-Niveaus heranziehen und sehen, wo die wechselnden Niveaus liegen. Von diesen Niveaus aus begann der Kurs zu fallen und bis hierher ist er gefallen. Der Kurs muss also mindestens die 0,5-Zone erreichen oder die 382-Zone. Die Grafik ist gerade von dieser Zone abgeprallt, also muss es mindestens noch die Hälfte des Weges nach oben gehen. Das Niveau ist viel höher, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie die Aufwärtsbewegung fortsetzen wird. Das ist jedoch für diese genaue Strategie weniger relevant. Nichtsdestotrotz, wie ich bereits sagte, sah ich ein Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, da sie erst am Anfang ihrer Entwicklung steht. Und wir bekommen ein schönes, profitables Geschäft. Lassen Sie uns einen weiteren finden und zusammenfassen. Also ein weiterer Fall für den Markteintritt, der Betrag ist auch $500. Wir haben bereits die Einzahlung schön erhöht, sie können wir frei fühlen. Nicht so viel zu riskieren. Ich verwende meistens größere Beträge, um eine kleine Einzahlung zu beschleunigen.
um die Gewinne interessanter zu machen. Den 100-200 $ Gewinn sind für mich ziemlich wenig, sodass ich persönlich nicht daran interessiert bin, die Lehrvideos mit solch kleinen Summen zu machen. Also Ihnen empfehle ich natürlich, Ihr eigenes Risikomanagement zu verfolgen. Ignorieren Sie niemals die Risiken. Selbst wenn Sie sich in einem bestimmten Fall sehr sicher sind, ist es besser, immer Ihrem Risikomanagement zu folgen. Wenn Sie beschlossen haben, dass Ihr Geschäft 5 bis 10% Ihrer Einlage betragen wird, sollten Sie diese wichtige Regel unbedingt verfolgen. Das Befolgen von Regeln schadet niemandem. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen Menschen in eine unglückliche Lage geraten, weil sie die Regeln nicht befolgt haben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die mit mehreren Optionen Geld verlieren, aber das liegt nicht daran, dass es unmöglich ist, hier zu verdienen, sondern daran, dass die Person nicht in der Lage ist, ihre eigene Einlage zu verwalten. Also genug der Philosophie. Unsere Einzahlung ist bereits um das 5-fache erhöht. Wir gehen in den Bereich Geldabhebung. Wir geben den Betrag in. Meine ist jetzt $2077. Ich sehe meinen gesamten Nettogewinn ab. Dann geben wir die Daten unserer Online-Geldbörse ein. Und eine andere Bequeme-Zahlungsmethode. Jetzt geben wir den Code aus unseres E-Mail- oder Telefon-App ein und klicken auf Weiter und warten darauf, dass das Geld ankommt. Bei Bitsa dauert das normalerweise 1 bis 2 Stunden. Manchmal kann es auch etwas länger dauern, aber normalerweise geht es recht schnell. Ich vertraue also diese Plattform und handle hier schon seit einer Weile. Also Leute, danke, dass ihr euch mein Video angesehen habt. Wir sehen uns in meiner heutigen kostenlosen Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal. Alle Links sind in der Beschreibung. Tschüssi, viel Glück!